Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Umso schöner der Anlass, um den es heute gehen soll, denn Poldi von Bayern, 80 Jahre ist er jetzt auf dieser Welt und hat da sein Unwesen getrieben. Als Trio Infernale Anführer kann man fast sagen. Ihr konntet ja einige von seinen Heldentaten schon in meiner Doppelfolge im Podcast hören. Und natürlich brauchen wir noch einen, der das von außen so ein bisschen beobachtet hat, beziehungsweise eigentlich immer mittendrin dabei war und der auch noch einige Geschichten zu erzählen hat. Moin Rainer. Moin Carsten. Na, geht's dir gut? Ja, mir geht's hervorragend. Wie geht's dir denn? Ja, ich habe mich wieder erholt von meinem gestrigen Fronteinsatz bei RTL Nitro. Ich wollte gerade sagen, du hast doch eigentlich immer gesagt, jetzt gehst du nicht mehr ans Mikro und jetzt machst du nichts mehr. Und was hat er, also gestern mein Herz hat ja höher geschlagen, du. Da schaue ich Le Mans, nichts ahnt. Und wer ist da im Fernsehen? Mein lieber Rainer Braun. Ja, das war einmalige Rückfallnummer. Die lieben Freunde von RTL, für die ich ja von 97 oder von 96 bis 2002 sehr viele Dinge gemacht habe. STW, einmal Formel 1 in Vertretung von Heiko und dann auch dreimal Le Mans. Die haben gedacht, wir sollten den alten Braun doch noch mal bitten, jetzt bei der Live-Sendung wenigstens ein Stündchen aus seiner Sicht ein bisschen was zu erzählen, was er da so erlebt hat. Das habe ich gerne gemacht. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich ganz, ganz viele Mails bekommen habe und Nachrichten von Zuhörern, von Zuschauern, von alten Freunden, von Fans. Das hat mir eigentlich die Gewissheit gegeben, dass es nicht verkehrt war, das zu machen, aber es soll auch, wenn es irgendwie machbar ist, einmalig bleiben. Rainer, immerhin schränkst du kein Rückfall zur Regelmäßigkeit werden. Immerhin schränkst du schon mal ein. Das hat fast schon so was Rolling Stones mäßiges, dass du jetzt über 10 Jahre schon die Abschiedstournee gibst und ich freue mich ja über jeden neuen und weiteren einmaligen Rückfall und ich werde dich auch nochmal auf die eine oder andere Bühne zerren und das wird dann auch immer ein einmaliges Ereignis bleiben. Wir machen alles einmalig, ne? Ja, genau wie das hier. Aber ich muss mir nochmal bedanken, Mensch. Ich war ja zu Tränen gerührt und meine Frau, die war ganz aufgeregt, die habe ich dann dazu gerufen, dass ihr auch über die alte Schule gesprochen habt. Das war eine große Ehre für uns, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Aber das möchte ich auch nochmal sagen, alte Schule Podcast, das müssen wir hier einwerfen, die du so schön machst mit dem Kollegen Arndt zusammen. Ihr beiden, ihr habt so tolle Geschichte und deshalb möchte ich einfach mal sagen, wer Podcast hört, der sollte alte Schule Podcast. Ja, ist ein neues Hobby von mir. Danke fürs Lob. Der Carsten Arndt in Hamburg wird sich freuen. Du, das war nicht meine Idee, das war die Idee von Dirk Adorf. Der übrigens einen fantastischen Job gemacht hat. Nicht nur deswegen, ich hatte ihm schon ganz am Anfang geschrieben und auch der Yves Scheer beim Vorbericht. Muss man jetzt wirklich mal sagen, also unabhängig davon, unabhängig ob du da warst, was mich natürlich gefreut hat, aber die RTL Nitro-Übertragung von den 24 Stunden Le Mans habe ich fast 25 Stunden verfolgt und ich war richtig begeistert, weil das machen die richtig gut. Das Außenteam, das Studioteam, nichts ist aufgeregt, weißt du, das ist ganz entspannt, tolle Informationen, natürlich auch die alten Helden, die da gewürdigt werden. Ein Timo Bernhard, der da vor dem Mikro war beim Vorbericht und der Marc Lieb. Marc Lieb und es war einfach eine richtig, richtig gute Übertragung. Oder was sagst du als alter Profi? Also ich habe ja 90% zu Hause gesehen und eben diesen kleinen Bruch dann gemacht und schnell nach Köln gefahren ins Studio. Erstens habe ich mich dort gefreut, alte Freunde wiederzusehen. Das war auch der Hauptgrund, warum ich zugesagt habe. Aus der alten Produktionsmannschaft noch zum Teil. Und zum Zweiten hatte ich schon hier zu Hause den Eindruck, dass das eigentlich das Optimum ist, was du aus einer Dauer-Live-Sendung rausholen kannst. Mit einem wahnsinnig engagierten Personal, mit einer Crew, die eigentlich das aus Herzblut heraus gemacht hat. Da war keiner gelangweilt und keiner genervt. Die haben alle Spaß gehabt. Und sowohl in Köln wie auch in Le Mans vor Ort hat man eigentlich mal gezeigt, wie man eine Live-Sendung wirklich so gestaltet, dass der Zuschauer auch Freude dran hat und auch Spaß dran hat und das gerne anguckt, auch über eine lange Strecke. Und das bezieht sich nicht nur auf Le Mans, das ist eine Fortsetzung dessen, was schon am Nürburgring bei den 24 Stunden von RTL Nitro geleistet wurde. Ganz genau. Top-Geschichte. Gratulation an alle, die mitgewirkt haben. Man guckt denen wirklich gerne zu. Also das muss ich auch sagen. Also das ist und die wissen auch, worüber sie reden. Das ist nicht eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft nach dem Motto, wir müssen Sendezeit füllen, macht, was ihr wollt. Das sind alles Jungs und Mädels, die da richtig Spaß dran haben. Ja. Und wissen, ob das nun die Yves Scheer ist, ob das die Anna Nentwich ist, die jetzt, glaube ich, anders heißt, ob das der Peter Reichert ist, der Dirk Adorf oder wer immer da mitgemacht hat, auch die ganzen Co's,
die da gesessen haben in Le Mans mit der Timo Bernhard, der Marc Lieb, der BMW-Sportchef Roos, die waren ja alle wirklich gerne bereit, da mitzumachen und es hat die Sendung ungeheuer gewürzt und aufgelockert. Ja, muss ich auch sagen. Bist du denn mit dem Ausgang zufrieden? Absolut, es war mein Herzenswunsch. Ich habe mich ja schon in den Ferrari-Farben angezogen, als ich nach Köln gegangen bin, weil ich von Anfang an wirklich gewollt und gehofft habe, dass Ferrari gewinnt nach diesen 50 Jahren, weil es einfach eine Zeitenwende einläutet und weil es einfach mal was anderes ist als 150 mal Audi und 50 mal Toyota. Du weißt, was ich meine. Ja, natürlich waren es weniger Sieger, aber es hat trotzdem gereicht. Es sollte für alle mal gut sein und jetzt ist mal jemand anders dran. Und es ist wunderbar, dass es so gelaufen ist. Ich bin total glücklich mit diesem Ferrari-Sieg. Ja, geht mir genauso. Und was für eine spannende Geschichte, was für ein spannendes Rennen. So, mir ist das Herz in die Hosen gefallen, als der Ferrari zum zweiten Mal an der Box gestanden hat mir und auch nicht mehr angesprungen ist. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Immer dieser Stromkreislauf, der da neu gestartet werden muss. Nein, die haben alles runterfahren müssen und neu starten müssen. Stell dir mal vor, die Kiste springt nicht an, bleibt stehen und der kann sich nicht mehr wehren. Der Toyota fährt vor und gewinnt das Ding und die stehen an der Box. Kannst du dir das bitte vorstellen? Der Toyota kann dann die hätten alle einen Herzstillstand. Ja, natürlich. Boah, nee, also ich war fix und fertig. Ich sagte, ich war ja wieder zu Hause dann zum Zieleinlauf. Ja. Ich habe mit meiner Frau da gesessen, der hat nur noch uns angeguckt, es darf jetzt nicht wahr sein. Zweimal der gleiche Fehler. Aber toll, guter dass Ausgang, alle glücklich, alles prima. Toyota, guter Verlierer. Der Japaner hat zwar geheult, der Hirokawa oder wie er heißt, der den Fahrfehler gemacht hat. Fehler, glaube ich, gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Da in die Mauer geschlittert ein bisschen, hat die touchiert. Aber wie gesagt, Le Mans war was fürs Herz dieses Jahr. Muss ich auch sagen. Ferrari-Fans. Ja. Und als die italienische Hymne dann erklungen ist, dann war die Nummer perfekt und alles in Papier und Tüten. Wussten alle, was los ist. Porsche hatte ja trotzdem was zu feiern. Da war ich nämlich auch. Und zwar hat Porsche ja 75 Jahre Straßensportwagen gerade gefeiert. Mit einem großen Festmarathon am Hockenheimring. Da war ich jetzt nicht. Ich war am Donnerstag im Porsche Museum und ich konnte das verbinden mit 2 Podcast-Aufnahmen. Ja, und da muss ich jetzt auch sagen, was die da gemacht haben, das war auch fantastisch. Und zwar haben die den ganzen Museumsvorplatz. Kennst du das Porsche Museum in Stuttgart? Ich kenne das alte, das neue noch nicht. Ich habe mich noch niemand mal dahin gebeten und das hat mich auch nicht mehr hin verschlagen. Ich weiß zwar, dass viele Kollegen von mir schon da waren, auch Moderationen hatten dort, aber ich zu meiner aktiven Zeit bin da nicht mehr gewesen ich habe nur noch den Klaus Bischof im Alten Museum erlebt und der hat mir gesagt, ich baue gerade ein neues. Schon länger her. Nein, aber da muss ich sagen, dieser Museumsvorplatz ist ja schon fantastisch. Das hatten die komplett gesperrt mit allen Zu- und Abfahrten. Und da haben sie so Tribünen aufgestellt, eine ganz tolle Lichtshow gemacht. Das Museum haben sie komplett neu von innen gestaltet, also mit natürlich Straßensportwagen und dieser ganzen Heritage und auch Rennwagen und alles im neuen Style und Design mit diesen 75 Jahren und eine fantastische Show veranstaltet. Also das ganze Museum war quasi der Monitor, wo was drauf zu sehen war. Seit 75 Jahren sind Träume unser Antrieb. Und wir träumen in allen Farben. Sie treiben uns weiter zu mutigen Ideen. 24 Stunden sahen wir das Salzburg-Design in Rot. Mit uns wurde die Sau rasend schnell in Rosa. Und wir gingen durch die grüne Hölle von Sieg zu Sieg. Ja, das war unsere 75 Jahre Porsche Sportwagen-Show. Und was mich natürlich gefreut hat, ist, dass wirklich, wie Porsche das immer so macht, vergisst seine Geschichte nicht. Ob ein Peter Falk, ein Striezel Stuck natürlich, die ganzen Rennfahrer, Timo Bernhard, die sind direkt am nächsten Morgen um 6 dann nach Le Mans weitergeflogen. Herbert Linge war auch da, kommen wir auch gleich noch drauf. Der hat ja am Sonntag Geburtstag gehabt, 95. Und das ist natürlich toll, wenn man diese über 90-jährigen Leute, die Porsche mitgeprägt und gestaltet haben, wenn man die da rumlaufen sieht. Turbo Valentin Schäfer war da, natürlich die ganze Vorstandsriege, Dr. Wolfgang Porsche und der aktuelle Vorstand Oliver Blume und überhaupt die gesamte Vorstandsmannschaft. Und wie gesagt, die ganzen alten Rennfahrer und eine ganz, ganz tolle Vorführung. Und das Tolle, und da müssen wir jetzt auch nochmal drauf kommen, die sind mit den alten Rennwagen da so eine Parade abgefahren. Also man konnte das online verfolgen im Livestream. Und wenn man da saß, hat das immer so ein bisschen gedauert, bis die Autos kamen nach der Anmoderation. Aber ich glaube, im Livestream hast du sie schon die ganze Fahrt anfahren sehen. Und dann ist da ein 962 vorgefahren. Walter Röhrl ist im alten Paris-Dakar-Auto gefahren und. Und die haben das richtig krachen lassen. Und irgendwann mit großem Abstand kam ein Porsche 919 nochmal vorgeknattert.
Und was war? Die haben den auch nicht zum Laufen bekommen gleich. Das modernste Auto, das hatte ein bisschen Startschwierigkeiten. Wahrscheinlich waren das hatte irgendwie vielleicht, irgendwie kann man da die Brücke zu Le Mans schlagen. Ja, und genau sagen, so. Also zum 75. hätten sie was Besseres verdient in Stuttgart als das, was wir da gesehen haben. Das kenne ich anders von Porsche. Wenn man mit einem neuen Produkt dahin gekommen ist, hat man auf Anhieb gewonnen. 82 mit dem 956 oder auch späterhin in der neueren Zeit jetzt gleich dreimal hintereinander mit dem nächsten Prototypen, wo auch Timo Bernhard und Marc Lieb unter anderem beteiligt waren. Der 19, wobei der ja auch Startschwierigkeiten in Le Mans hatte. Ich glaube, gleich gewonnen haben sie nicht. Ne? Aber es ist so komplex von der Technik geworden. Ich meine, Ferrari hat es geschafft, muss man sagen, aber die Autos zu handeln, wenn du da auch den Marc Lieb in meinem Podcast hörst, allein wenn er das Lenkrad erklärt und mit diesem Power Boost und ihn überholen. Das ist ja schwindelig. Da wird es dir schwindelig. Da brauchst du ein Studium, um das Lenkrad bedienen zu können. Und das ist einfach die moderne Zeit. Gut, Strich drunter. Nächstes Jahr neues Spiel, neues Glück. Ja, hoffentlich kommen sie alle zurück und liefern sich dann wieder so einen Fight. Ferrari, Porsche, das ist natürlich der Kampf, den wir sehen. Da kommen noch mehr. Du hast nächstes Jahr, das will ich dir jetzt zum Schluss zum Thema Le Mans sagen, vermutlich 12 Hypercar-Hersteller. Da kommt ja noch BMW dazu, da kommt Lamborghini dazu, da kommt noch Cadillac Acura dazu, da kommt noch, was bitte? Cadillac bleibt. Cadillac bleibt, also die bleiben alle fast und es kommen noch mindestens 4 dazu, 8 waren schon da, macht 12. Mal 2, jeder setzt 2 Autos ein, so sagt es das Reglement, macht 24 Hypercars. Weißt du, was da los ist? Halleluja. Lieber Mann. Ist doch toll, oder? Ja, leichter wird es nicht für alle. Leichter wird es nicht. Das stimmt. Ja, die Zeiten sind vorbei, wo Toyota oder Audi oder auch mal Porsche fast alleine vorne weggefahren sind. Nee, das stimmt. Das gibt es nicht mehr. Ja? Nee. So, jetzt zum Thema. Nein, also erstens Herbert Linge, 95 geworden. Gestern sein persönliches Schicksal immer Le Mans Woche oder immer auf Le Mans genau. Zu feiern hatte der nie was zu seiner aktiven Zeit oder auch als er in der Porsche Servicemannschaft war. Der musste immer in Le Mans arbeiten und hat nie feiern können. Das war 90% seiner Geburtstage, als er in Amt und Würden war, alles immer in Le Mans. Und da geht es ja hektisch zu, da ist keine Zeit zu feiern, da muss arbeiten. Ja. So, und jetzt ist er aber schon seit vielen, vielen Jahren zu Hause und feiert schön in aller Ruhe mit alten Porsche-Freunden und so war es sicherlich auch dieses Jahr. Die haben sicher schöne Kaffeetafel gehabt und haben sich Le Mans angeguckt, was auch sonst, und hatten da ihren Spaß. Das heißt, sie hatten sicher keinen Spaß, weil sie gesehen haben, wie ein Porsche nach dem anderen dahin sinkt. Und naja, gut, aber auf jeden Fall, Herbert, nochmal Gratulation von hier. Gell? Halt dich weiter tapfer. Du hast ja eine ganz, ganz liebe Pflegerin, die auf dich aufpasst. Das stimmt. Und die mir gesagt hat, der Herbert ist ein ganz, ganz lieber, folgsamer Patient, bei dem ich sehr, sehr gerne arbeite und stolz drauf bin, dass ich überhaupt für ihn arbeiten kann. Und die hat sich auch schon ganz, ganz liebevoll um dessen Frau gekümmert, die ja leider schon vor einiger Zeit verstorben ist. Jetzt kümmert sie sich um ihn und das muss man wirklich sagen, die hat alles im Griff, die beantwortet Aber du kennst die auch? Ja, natürlich, die geht ja ans Telefon immer, wenn man anruft. Ja, richtig, beantwortet natürlich. Die Mails und die kennt jeden Namen und flüstert ihm das immer ein. Also die ist wirklich ganz toll, war auch im Museum mit. Supi. Sie hat mir auch gesagt, sie begleitet den Herbert überall hin, wenn er überhaupt noch aus dem Haus geht, dann nur mit ihr. Ja, und passt auf, was er isst. Passt auf, was er isst, dass er, ich glaube, der hat so ein bisschen Diabetes, so, dass er dann, da kriegt er immer den Zeigefinger gezeigt von ihr. Ja. Ich finde es toll, dass du im Alter jemanden findest, der so auf dich aufpasst und dich pflegt und hegt. Der kann in seinem häuslichen Umfeld bleiben, in Weissach, in seinem Haus, in dem er zeitlebens wohnt. Und ich finde das wunderbar, dass du so ein Glück hast im Alter. Und es kommt demnächst, muss ich jetzt sagen, ich habe ja einen Podcast mit ihm aufgenommen. Es war ja einer meiner ersten Gäste. Ich glaube, das 3. Interview. Walter, Jürgen Barth und dann kam Herbert Linge. Ja. Und ich habe ein ewig langes Interview fast über 2 Tage mit ihm aufgenommen. Und das musste ich damals noch zusammenkürzen. Da wurde das noch verlangt, dass die Folgen durften nur 1 Stunde lang sein oder 1,5. Also es wird noch mal eine sehr, sehr lange Version mit Herbert Linge geben. Da mache ich mich jetzt mal demnächst dran. Ich finde, das muss man. Ja, und wir hatten jetzt den längsten Vorlauf aller Zeiten. Jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt kommen wir zum Thema. Rainer, jetzt finde ich es richtig, dass du mich mal hier zusammenkürzt. Nee, ich muss noch eine Sache zeigen. Ich muss mich nämlich noch bedanken. Und zwar hat mein Hörer Thomas Enders hat mir irgendwann geschrieben und gesagt, sag mal, ich mache so Lego-Autos. Darf ich dir mal eins bauen? Und jetzt guck dir das mal an. Ich habe mich dann für ein Walter Röhrl-Auto entschieden. Oh. Und das hat er aus Lego. Vielleicht kann man den Audi noch am besten nachbauen aus den eckigen Steinen, aber der hat alles unfassbar. Mit Aufklebern, mit Lufteinlässen. Nee. Also, und der baut die ganzen, und ich habe mir natürlich das Pikes Peak Auto ausgesucht. Also ich bin ganz begeistert. Das steht jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Thomas Enders, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank für das Auto. Toll, so, und schönen Gruß an den Thomas Enders. Er soll mir mal den Formel V nachbauen, den Super V vom Team WR in grün. Jochen Maas und ich hatten die gleichen Autos, die gleiche Farbe. Von 1971 bitte.
oder aber von 1968 mein Kaiman. Gell? Irgendwas wird ihm schon einfallen. Ich gebe es ihm weiter. Du kommst natürlich jetzt wieder mit runden Formen, was natürlich wieder aus Legosteinen schwer zu bauen ist. Aber ich gebe es ihm mal weiter. Vielleicht, dann eben mein Köpfchen BMW. Vielleicht kriegt er es hin. Aber ich bin hier ganz stolz. Weißt du, wer das Auto auch hat? Der hat es ein paar Mal gebaut. Walter Röhrl hat es auch stehen. So. Ja, bravo. Der hat sich sicher gefreut drüber. Und jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt kommen wir zum nächsten. Also auch ein wirklich, muss man sagen, Urgestein der Rennfahrergeschichte, der Motorsportgeschichte. Du hast wahnsinnig viel mit ihm erlebt. Kommen wir jetzt mal zu Poldi, oder? Jo, übrigens, wir könnten einen ganzen Podcast nur mit Rumquatschen füllen, weißt du das? So, wir könnten jetzt immer so weitermachen, auch ohne Poldi und ohne was weiß ich, sondern einfach nur ein bisschen plappern, was uns so gerade einfällt. Ja, und wenn uns nichts einfällt, reden wir über Krankheiten, oder? Nee, um Gottes Willen, nein. Dann besser über meinen Garten, da kann ich viel erzählen. Ja, oder deinen Garten, ganz genau. Und tut und macht und jetzt ist aber leider alles sehr trocken, jetzt muss ich jeden Tag gießen. Ja. So sieht's aus. Irgendwann komme ich mit Christian Menzel und trage die Gießkanne durch die Gegend. Ja, ihr steht ja noch aus. Ihr müsst jetzt im Herbst kommen. Das wird ja wir müssen jetzt zu Poldi kommen. Schluss jetzt mit Gequatsch. Schluss wir reden jetzt über Poldi, nichts anderes. So, Poldi 80. Ja. Poldi im Club 80. Am 21. ist es soweit. Wir haben das jetzt schon mal im Vorgriff aufgenommen, damit wir es auch pünktlich senden können, damit das auch alles klappt. Jawohl. Du musst das ja auch noch bearbeiten, schneiden und nicht den Poldi beschneiden, sondern den Beitrag hier. Ja, ja. Und das kriegen wir alles wunderbar jetzt hin und haben die Möglichkeit, uns mal schnell seine Karriere im Durchlauf per Bild anzugucken. Ich habe das ja alles miterlebt. Wir fangen mal gleich anzügig damit, dass der gute Poldi dann irgendwann so in den frühen 60ern mit einem schwarzen Mini Cooper aufgetaucht ist am Berg und auf der Rundstrecke. Ich glaube, es war sogar ein Auto von Don Wooding, wenn dir der Name was sagt. Natürlich. Das war damals einer der berühmten Mini Cooper Tuner aus Hamburg. Eben. Und Poldi hat also am Berg und auf der Rundstrecke kräftig aufgegeigt, ist auch dann in verschiedene Tourenwagen gestiegen. Ich glaube, der hat auch mal im Alpha zwischendurch gesessen, bevor er dann zur Formel Super V gekommen ist. Ich habe den Poldi kennengelernt zu der Bergrennzeit und irgendwann bin ich also mit großem Respekt auf ihn zugetreten mit dem Mikrofon in der Hand und wollte da mit königlicher Hoheit oder Heiligkeit oder wie auch immer anfangen. Und hat er gesagt, mein lieber Freund, sag einfach Poldi, dann kommen wir schon zurecht. Und so sind wir immer beim Poldi geblieben, zeitlebens, während das nicht jeder sagen darf. Da gibt es andere, die sehr respektvoll vor ihn treten und eine Verbeugung machen und sagen, seine Hoheit, königliche Dings da und so weiter und so fort. Und also ich bin froh, dass wir immer beim Poldi bleiben konnten und dass wir viel Freude hatten in all den Jahrzehnten, die wir zusammen an der Rennstrecke waren. In der Formel Super V habe ich unseren Poldi kennengelernt. Das war ein eher unerfreuliches Ereignis. Das war 1972. Ich komme zum Nürburgring ins Fahrerlager und sollte einen blauen Kaiman mit gelber Lufthutze fahren. Ja. So war es bestimmt mit Kurt Bergmann und mit Klaus-Peter Rosorius, der damals der Chef von Volkswagen Motorsport war. Ich komme mit Sack und Pack da an und sehe mein Auto mit der Aufschrift L von Bayern und da drin sitzend mein Poldi. Und dann frage ich den Kurt Bergmann, was das denn jetzt wäre, das sei doch mein Auto. Der Kurt hat sich gewunden wie ein Regenwurm und hat gesagt, er muss den Rosorius fragen. Ich konnte dazu nichts sagen. Und dann habe ich mir schon gedacht, da ist irgendwas ganz schief gelaufen. Und dann habe ich mir den Rosorius gegriffen, habe gesagt, und was ist das jetzt? Was soll ich davon halten? Dann hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach. Wir haben entschlossen, dass hier in dieses Auto jetzt erstmal der Poldi reinkommt, weil der ist für uns werbemäßig viel wichtiger als du. Ja, kannst du mal sehen. Da wussten aber nicht, dass du 50 Jahre später bei mir nochmal alles erzählst. Dann hätten sie sich umentschieden. Ich sage dir, ich war geplättet, aber ich musste es akzeptieren. Und da er ja bis dahin schon wirklich ein guter Freund von mir war, konnte ich ihm nicht mal böse sein. Ja. Ich habe mich nur amüsiert über seinen Helm. Ich glaube, nie mehr in all der Zeit, die ich an der Rennstrecke war, habe ich einen Helm gesehen, wo die Blutgruppe so ausgeschrieben war wie da. Oh ja, stimmt. Also es war sehr ausführlich, was er da gemacht hat. Damals schon, drüber. Ja, also normal steht ja da 0 plus oder 0 minus und dann ist gut. Ne? Aber guck mal, was er da alles an der Seite stehen hat. Hinten auf dem Helm hat er wahrscheinlich nur das große Blutbild abgedruckt gehabt. Ja, nee, die Krone, hinten ist die Königskrone drauf. Ja, apropos, also, da muss ich jetzt was zeigen. Schau mal hier, ich war doch nach einem Interview mit ihm, hat er mir seinen Stift geschenkt. Schau mal hier. Mit Krone drauf. Sowas habe ich nicht, mein Lieber. Ja, ich höre mal, was ich alles kriege. Da steht drauf, SKH
Leopold von Bayern, hat er gesagt, er hat mal irgendwann welche machen lassen. Kann man das wird nicht scharf. Ich meine, so, da ist es. Mit also eigentlich sollte ich das jetzt hier abbrechen und mit ihm nicht mehr weitermachen, weil er mich da rausgelassen hat. Der wird dir schon nochmal einschicken. Ich sage ihm nochmal Bescheid. Mein lieber Freund. Liegt hier in Ehren bei mir auf dem Schreibtisch. Ja, sei froh, sei stolz. Du hast immer so kurz angebundene Interviews gemacht. Ich habe 4 Stunden bei ihm gesessen. Da gibt's das ist natürlich ein Unterschied. Deswegen hast du Stift mit Krone verdient. Ja, ne? Genau. Ich hab's. Nächster Fall. Bilderzeit, Formel Super V mit Keke Rosberg im Team von Uwes Motor Racing. Ja. Das Team, also nicht das Team, der Besitzer saß auf Sylt, hatte mehrere Modeboutiquen im Norden, so auch auf der Insel, war ein großer Race-Fan und ist auch gelegentlich selbst in den Super V gestiegen, allerdings mit mäßigem Erfolg, wie das immer so Teamchefs an sich haben. Und er hat mehr fahren lassen und da war also Keke die Nummer 1, der auch dann in diesem Jahr deutscher Meister wurde. Mit der Super V. Poldi war mit im Team und Thomas Teves, der Spross der Teves-Gruppe, Bremsen und so weiter und so fort. Gell? Ja. So, Thomas Teves ganz links, Keke weißes Hemd und Poldi kariertes Hemd. Die Dame, keine Ahnung, könnte die Frau Teves sein, könnte auch die Teammanagerin sein, könnte auch was weiß ich sein, weiß ich nicht. Jedenfalls, mit diesem Partybus sind die da von Rennen zu Rennen gezogen. Da wurde das Material transportiert, da wurde auch phasenweise drin gepennt, gefeiert, nach Siegen, da wurde alles gemacht da drin. Über diesen Bus allein könntest du einen Podcast von 3 Stunden machen. Ja? Aber den mache ich nicht. Ich könnte den zwar füllen, aber ich fülle ihn nicht. Du willst dir diesen Stift nicht verdienen, ich merke es schon. Ja, gut. Also das war eine wunderschöne Zeit und da haben alle wirklich viel, viel Freude gehabt. Da stehen auch nochmal die Namen alle dran, auch der Fahrername vom Uwe Jürdens, nicht Jürgens, Jürdens mit D in der Mitte. Ah ja, okay. Das war eine wunderbare Kiste und mit dem Keke hatten natürlich alle sowieso viel Spaß. Gell? Ja, mit Poldi Nächster Fall. So sieht also unser Poldi in den frühen Jahren als Formel Super V-Pilot aus. Kräftiges Gebiss, lange Haare und überhaupt ein guter Typ. Ja. Der er heute noch ist und immer geblieben ist in all der Zeit. Absolut. Tannenalt war sein Sponsor. Dunkelbier. Ja. So, hier haben wir ihn dann schon in einem wirklich Top-Team, nämlich bei ATS Günther Schmidt, der später sogar Formel 1 gemacht hat. Der ATS Lola, der wurde von Günther Schmidt eingesetzt. Hinter ihm fährt, glaube ich, am Helm meine ich zu sehen, dass das der Rolf Telsten aus Schweden ist, der hinter ihm fährt. Und hier vorne also unser Poldi mit dem ATS-Teamkollege war Freddy Kotulinski unter anderem, der alles gewonnen hat mit diesem Auto und alles in Grund und Boden gefahren hat. Die Aufnahme dürfte vom Norrisring stammen, aus der Spitzkehre, aus der Grundigkehre. Wenn ich die Schraffierung hier rechts richtig taxiere, dann ist das so. Ich kenne ja meine Rennstrecken alle zu. Ich wollte gerade sagen, du weißt ja ungefähr, wo wir überall abgekürzt haben. Unter anderem über diese schraffierte Stelle sind wir immer oben drauf gefahren und innen rum und sind jeder Kollision aus dem Weg gegangen. Es war ja nie verboten, da oben rumzufahren, war nur ein bisschen langsamer, aber du bist in keine Kollision verwickelt worden. Das klingt gut, ja. Du musst nur gucken, dass du dich wieder eingefädelt hast hinterher, ohne jemanden zu bedrängen. So, und hier haben wir ein Bild aus 1978, ist auch ein denkwürdiger Augenblick. Das ist nämlich in der Diskothek Eastside in München. Eine Promi-Diskothek, in der die Autozeitung ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat, mit vielen Gästen und prominenten Leuten bei dieser Veranstaltung. Da waren auch fast alle Formel-1-Fahrer da, von Fittipaldi über James Hunt, von Walter Röhrl bis Jochen Maas und Rolf Stommelen. Da war einfach alles da und natürlich auch der Poldi und auch der Fritz Wepper, der da mit am Tisch sitzt. Damals noch mit seiner Frau Angela, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und Poldi mit seiner Frau natürlich, wie sich das gehört. Und ganz rechts, den Herrn kenne ich nicht mehr, der da noch aus dem Bild guckt und und so weiter und so fort. Also war eine Riesenveranstaltung, Poldi natürlich mittendrin, guckt ein bisschen unglücklich. Ich weiß auch nicht warum. Ja, also vielleicht weiß er schon, dass man heute nicht mehr drüber reden darf. Wenn Frauen im Bild sind und Alkohol auf dem Tisch steht, sagen wir lieber nichts mehr, oder? Ja. Ist ja immer gefährlich geworden. Also ich weiß, dass das eine richtig schöne Jubelveranstaltung war. Ich habe damals die Organisation gemacht und die ganzen Promis alle zusammengestellt und wir haben das gemeinsam mit dem Domingos Piedad organisiert, weil der Domingos die besten Kontakte zu der Formel 1 hatte. Ich habe die Promis gemacht und der Domingos hat die Formel 1 gemacht und dann ging das ganz gut. Klingt gut. Dann sind wir jetzt hier schon bei der M1-Zeit von Poldi. Das ist 1982, das ist die Deutsche Rennsport-Trophäe. Die ist er zusammengefahren mit dem Harald Groß und mit dem Hans-Joachim Stuck und mit dem Dieter Quester. Und
dieses Quartett hat natürlich Sachen aufgeführt, da legst du nieder. Das kannst du nicht alles erzählen, was die da aufgeführt haben. Das ist unglaublich. Gell? Das scheint mir jetzt die Schikane in Hockenheim zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wie auch immer, diese M1-Zeit 1982 gehört mit zur wildesten überhaupt, die der Poldi mit seinen Kumpels da erlebt hat. Gell? Ja. Und ich meine, wenn du schon ein Trio Infernal oder Trio Quattro Infernal hast, mit Poldi, mit Groß, mit Quester und mit Stuck, und die dann auch noch in derselben Kategorie gegeneinander, miteinander fahren, wie das hier in dem M1 der Fall war, um die deutsche Rennsporttrophäe, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Ja. Das gilt für Veranstalter, das gilt für Hoteliers, das gilt für jedes Fahrerlager, das gilt eigentlich für alles, wo die aufgetreten sind. Und auch für die Mechaniker, die einiges aufzukehren hatten immer nach den Rennen. Sagen. So, also das war eine so gigantische Zeit. Ich würde sie mir nochmal, wenn nur für kurze Tage zurückwünschen. Nächster Fall. Poldi ist nicht nur Super V gefahren und nicht nur BMW M1. Poldi ist natürlich auch Sportwagen gefahren. Sehr zum Verdruss seines Königshaus. Das war ihnen nämlich dann ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu gefährlich. Okay. Aber nach Super V kam eben für den Poldi das Angebot von Joest, mit Porsche in Le Mans zu fahren. Und das ist hier ein Porsche 936. Auch von Warsteiner gesponsert. Das ist einer seiner Haussponsoren, die ihn eigentlich fast immer begleitet haben. Und das ist eine seiner Autogrammkarten, die ich mal hier schnell rausgesucht habe. Sogar von ihm unterschrieben. Das ist der 936, mit dem Poldi in Le Mans gefahren ist. Und auch das Rennen sehr gut und hinter sich gebracht hat. Keine Zwischenfälle, keine Unfälle, hat das sehr souverän gemacht. Das staunst du, gell? Das sagst du nichts mehr. Ne, da sage ich wirklich nichts mehr. Aber auf 936 ist doch der Wagen, mit dem Jürgen Barth und Jackie X mal Le Mans gewonnen haben. Das genau so. Ja. Das Auto. Ja. So, also nur damit du mal weißt, dass der auch richtig was Schnelles unterm Hintern hat. Ja, das wusste ich schon. Also das ist schon aber ich habe das Foto nicht gesehen. Da schaue ich jetzt ganz fasziniert, dass er von Puma gesprochen hat. Das ist eine ganz nette Aufnahme von einem Interview, das der Klaus Gabrisch von der ARD 1983 mit dem Poldi gemacht hat oder machen wollte. Ob es dazu kam, weiß kein Mensch, weil da wurde auch nur Blödsinn gemacht. Der Klaus Gabrisch als ARD-Reporter, der fällt ja in die gleiche Kategorie wie Quester, Poldi und Co. Ne? Ja, das ist ja auch ein ganz fröhlicher und lustiger gewesen, der ja dir vor jedem Interview erstmal 5 Witze erzählt. Wirklich? So. Ja, das war ein ganz lustiger und ich weiß gar nicht, wie es ihm heute geht. Ich glaube, der lebt in Österreich, wenn mich nicht alles täuscht, inzwischen. Und das ist auch ein Stück ARD-Sportgeschichte, der Klaus Gabrisch. Die zwei haben sich auch blendend verstanden. So, also dann hatten wir das und jetzt gucken wir nach diesem hier. Das ist jetzt die Zeit ab 1984, wo unser Poldi nur noch BMW-Mann war. Und wo er bei Brun war. Hat eigentlich begonnen hier mit diesem BMW 635 CSI im ersten Jahr der deutschen der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, die damals noch DPM hieß, Deutsche Produktionswagenmeisterschaft, wurde später die DTM draus, geht aber unter einem Aufwasch als DTM durch. Auch hier wieder Warsteiner an Bord, wie man sieht. Schönes Auto von Walter Brun übrigens eingesetzt. Eben. Und Warsteiner hat Poldi mal mitgebracht als Sponsor und das hat Walti natürlich gerne genommen, das Geld. Jawohl. Walti hat eingesetzt, Poldi hat chauffiert und das war der Beginn einer bis heute existenten BMW-Verbindung. Poldi ist für BMW ein ganz wichtiger Werbebotschafter geworden, Markenbotschafter und das gilt bis heute. Dazu ist später noch was zu sagen, denn BMW hat für den Poldi ein ganz besonderes Geschenk zum 80. Parat. Müssen wir auf jeden Fall. Reden wir dann noch drüber. Ja? Nicht jetzt, aber gleich. Ja. Jetzt gucken wir uns erstmal das nächste Bild an. Das stammt aus der DTM 1989, haben jetzt einen großen Sprung gemacht. Das ist der berühmt-berüchtigte M3, der große DTM-Geschichte geschrieben hat und den auch der Poldi unterm Hintern hatte. Dieses Auto fuhr dann noch jetzt 2017, 2018, 19 und 20 und auch 21 noch in der Tourenwagen Classics. Da saß der Poldi drin, hat sich das Auto zum Teil mit anderen geteilt und hat mit diesem Originalauto dann auch nochmal Tourenwagen Classics bestritten. Wir sehen ihn dann hier auch gleich nochmal jetzt gehen wir erstmal kurz auf die Avus. Das muss natürlich sein, das berühmt-berüchtigte, völlig versaute Foto, das Quester und Poldi organisiert haben für den Pappkameraden Stuck, der da als Koch steht und die Speisekarte für Audi aushält. Ja, und dem haben sie da ein leckeres Teil umgebunden, das sie bei Beate Uhse besorgt haben.
Und das ist natürlich fotografiert worden. Den Stuck haben es gleich dazu bestellt, der lacht sich halb kaputt. Dann hat Audi das sehr schnell abräumen lassen, alles, um diese jugendgefährdende Nummer zu beenden. Ja, ja, aber schön haben sie es gemacht. Ja, sehr gut, kann ich nur sagen. War wieder natürlich, wer war es? Quester und Poldi. Ne? Anstatt sich um ihr Training zu kümmern, fahren sie durch Berlin, suchen einen Beate Uhse-Laden, bis sie sowas gefunden haben. Dann sind sie zufrieden und dann hat das alles gepasst. Übrigens kann der Poldi kann den Quester und den Stuck, der kann die ja alle total gut nachmachen. Ne? Auch den Brun, der kann die ganzen Dialekte, der spricht so wie die, das macht er irre gut. Das hört man bei mir im Podcast. Das wusste ich noch nicht mal. Du musst mal hören. Das wusste ich wenn du da reinhörst, das ist gut nach. So, nächster Fall. Um beim Blödsinn zu bleiben. Ja, schön. Das ist Poldi mit der Tunte Dieter Quester, der auf dieses Bild geschrieben hat, alles in Liebe, deine Olivia. Jetzt guckt er die beiden an. Sieht er aus. Guck mal, der Quester, der direkt geschrieben. Da verschluck ich mich sogar schon vor lauter Begeisterung. Kann ich verstehen. Schau mal hin, wie durchtrainiert er ist. Der sieht stark abgemagert aus in diesem Korsett da. Ja, oder die Beine. Heute würde man sagen, die haben das für Instagram, haben sie die Beine dünner gemacht. Aber damals ging das noch nicht. Der ist aber leicht unter. Das ist ja auch die Zeit, wo er nur Körner gefressen hat. Ja? Naja. Er hatte immer diesen Körnerkoffer dabei, der Dieter. Und wo andere gefrühstückt haben mit Spiegelei und Speck, hat er das Körnerkoffer aufgemacht und hat erstmal da sein Hafermüsli zusammengestellt. Ja, ekelhaft. Ein Wunder, dass da nichts an Gewicht rauskommt. Ja, eben. Ja, also da sitzen sie, die beiden Helden. Ne? So, aber die waren auch ganz normal als richtige Männer fischen gewesen. Auf See. Ja. Hier im Boot. Ne? Da ist die Angel ausgefahren, da stehen sie, die beiden. Also die haben alles Mögliche zusammen gemacht. Das war ein Herz und eine Seele und ist es sicher heute noch. Der Quester hat aber wirklich dünne Beine. Hast du ja fast Angst, wenn der die Bremse tritt, dass da was abbricht. Ja, also da hätte er schon, ich sag, der hat ja nichts gegessen in der Rennfahrerzeit. Der war ja nur bemüht, Gewicht zu halten, also wenig Gewicht und alles möglichst stählern. Ne? Und ja, so sind sie halt. Gell? Ja, das hier ist auch ein nettes Kapitel. Das war eine tolle Idee von BMW, ein Dreamteam mit den Altrennfahrern zu machen. Und die sind nur alle zusammengekommen, einschließlich der alten Teamchefs. Poldi mittendrin natürlich als einziger Profi. Und wir sind das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und fahren ein wunderschöner BMW M3 GTR mit reichlich Qualm an der Kette. Und alle hatten viel Spaß. Jochen Nerpasch war dabei, Hubert Hane, Hans Heyer. Also wie gesagt, es ist schnell erzählt. Es ging alles wunderbar. Wir hatten 2 Autos von der Sorte und es waren noch andere dabei, die dafür diese Aufnahme gerade keine Zeit hatten. Das ist beim Vortraining entstanden. Und wir sind da mit 2 Autos losgefahren und es war eine Riesennummer. Hans Heyer hat uns in der Nacht in Führung gebracht und bei Wind und Wetter und Sturm und Regen. Und es war ausgerechnet das Jahr, wo die geringste Konkurrenz da war. Da waren fast nur Tourenwagen. Da waren keine GTs mehr zugelassen, keine Porsche, da war nichts mehr da, außer Tourenwagen. Okay. Tourenwagen der Gruppe 1 und der Gruppe 2 und das war's. So. Ja. Auch dieses Auto war ja ein Tourenwagen und es waren auch wenig Autos, nur 120 ungefähr. Das war so die kritische Zeit des 24-Stunden-Rennens, wo das auf der Kippe stand, ob das überhaupt weitergeht und ob Interesse noch da ist und überhaupt. Man hat sich ja dann wieder gefangen und heute ist das ja wieder ein Mega-Ereignis. Aber genau in diesem Jahr hatten wir die Chance, das Ding zu gewinnen und wir hätten es gewonnen. Wir haben ja schon über Runde Vorsprung gehabt. Das Team mit dem Hans Heyer, mit dem Heiner Weiß, mit dem Poldi und mir eben mit diesem Auto, das allerdings im Rennen eine andere Startnummer hatte. Ich sage dir, wir hätten das Ding mit links gewonnen und hätten das Auto am Schluss noch gewaschen in der letzten Stunde. So viel Vorsprung. Hat alles der Heyer rausgefahren, wohlgemerkt. Ja. Der Poldi auch am Anfang, aber leider Gottes hat der Poldi dann in der Nacht geglaubt, er müsste sich mit dem Winkelhock anlegen. Kurz vor Arenberg nach dem Schwedenkreuz und möchte den nun unbedingt mit diesem gigantischen Vorsprung, den das Auto ohnehin schon hatte, noch überholen. Was natürlich in die Hose gegangen ist und der flog über den Jockel drüber, riss ihm den Scheibenwischer auch noch ab beim Überflug, landete mit der Kiste irgendwo im Brückengemäuer von Arenberg. Auto war total Schrott, Poldi hat sich das Handgelenk gebrochen, kann froh sein, dass es nur das Handgelenk war, es hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Und das war's. Wir haben die große Chance vertan, einmal im Leben die 24 Stunden zu gewinnen. Wir hätten sie auch nie mehr danach gewonnen, vom Reglement her schon nicht mehr. Es ging nur in diesem eigenen Jahr. Und weißt du was, wer gewonnen hat?
Ein völlig serienmäßiger BMW. Völlig serienmäßig. Jetzt nicht. Ja, mit 3 ganz tüchtigen Fahrern. Ja. Wollte ich dir nur sagen. Ja, einfach Ich habe durchgehalten. nur darauf gewartet, bis wir das Auto rausschmeißen. Ja. So geht das So heutzutage. kann es gehen. Oder damals. Schade, Ja, Mensch. schade, war eine große Chance. Wir haben sie nicht Aber genutzt. vielleicht hättest du mit mir dann gar nicht mehr gesprochen als ehemaliger 24-Stunden-Sieger. Hättest du ich gesagt, mit bitte dem Arndt dich. rede ich gar nicht. Das ist, So, ich wäre glücklich gewesen, wenn ich mitgewonnen hätte. Ich habe den wenigsten Anteil ja dazu geleistet und hätte auch den wenigsten geleistet, weil ich die wenigste Fahrzeit gehabt hätte von allen. Und nun ja, der Hans, der hätte es gerichtet. Das wäre eine Nummer gewesen für Haier und für Poldi. Und einer weiß auch, und der ja auch dabei war, nicht hier beim Termin, aber der mit im Auto gesessen hat, das ist ja ein alter 24-Stunden-Fuchs, ein alter VLN-Fuchs. Die 3 hätten es gerichtet. Ich war nur das Beiwerk, dass ich gefreut hätte, dass ich mit dabei sein durfte. ja, aber immerhin, wäre doch toll gewesen. Schade. Aber gut. Ja, okay, gut. Jetzt. Ist halt so gewesen und wir sind froh, dass der Poldi sich nicht mehr wehgetan hat. Er hat uns allen einen Brief hinterher geschrieben, hat sich nochmal entschuldigt, dass es alles passiert ist und, hat unserer Freundschaft keinen Abbruch getan. Davon gehe ich aus. Das wäre auch schlecht. Ende. Weiter, nächster Fall. So, ja, da war die Laune noch sehr gut vor dem Start zum 24-Stunden-Rennen, was wir eben besprochen haben. Dafür hatten sie noch Zeit. Dafür war noch Zeit, weil die Masken hatte, glaube ich, der Poldi mitgebracht, wenn mich nicht alles täuscht. Und links, das bin ich. Und rechts ist der Poldi, der hat unterschrieben. Der hat eine tierische Ähnlichkeit mit der Maske mit Dieter Glemsack. Ja? Der übrigens dieses Jahr auch 85 wird, Ende Juni. Da müssen wir auch noch was machen. Ja, Ende dieses Monats wird der Dieter 85. Okay, ja. Also er hat schon Ähnlichkeit, auch gerade so mit der Stirn und mit den Haaren da oben. Es könnte der Dieter Glemsack sein, aber das ist in dem Fall, stecke ich dahinter. Nee, steckt der Poldi dahinter. Ich bin links. Ich sehe ja noch älter aus. Mit der Nase. Ja. Gut, also das kannst du heute gar nicht mehr vorstellen. Sowas macht heute niemand mehr. Dafür ist alles viel zu ernst, zu teuer und zu stressig geworden. Ja, stell dir mal vor, du setzt dir so eine Maske vorher auf und danach gewinnst du nicht. Dann heißt es, guck mal, dafür hatten sie Zeit, aber nur. Aber stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch gewonnen und hätten vorher die Nummer mit den Masken gehabt und alle hätten gesagt, das sind die Größten. Ne? Ja, so geht's. So ist es. Aber so ging es eben leider nicht. So, weiter. Das hier, da gehen wir schon in Richtung des Ende der Rennkarriere des Poldi naht, da das Ende. Das ist eines seiner letzten, das ist das letzte Jahr von ihm im BMW, und zwar ein STW-BMW mit Jägermeister. 98 oder was? 98. Das ist sein letztes aktives Jahr auf der Rennstrecke. Das wussten wir alle, dass das Abschiedsjahr wird. Und hier sehen wir ihn bei der Vorstellung in Hockenheim. Das ist die Vorstellung für RTL oder von RTL organisiert. Damals habe ich noch für RTL die STW übertragen. Ja. Und Poldi steht in der Mitte mit seinem orangefarbenen Jägermeister BMW, der vom Isert-Team eingesetzt wurde. Isert, genau. Und der zweite Fahrer war sein Knappe, wie er immer gesagt hat. Der Christian es gibt keinen zweiten Fahrer. Nein, aber das zweite Fahrzeug, oder? Wer war das? Ja, Christian Menzel, mit dem ist er doch zusammen. Ja, natürlich, glaube ich schon, ja. Ja, natürlich. Der hat er immer seinen Knappen genannt. Der Knappe? Der Knappe. Ja, wahrscheinlich auch noch sein Bediensteter. Ja, so in der Art. Ich meine, Hoheiten haben ja einen Diener in der Regel, ne? Ja, eben. Und das war Christian Menzel in dem Fall. Ja, der guten Ordnung halber noch links. Neben ihm steht der Opel Vectra mit Manuel Reuter und mit Uwe Alzen. Und rechts, das ist der Audi von Abt mit Werksunterstützung. Und da haben wir den Frank Bieler einerseits und den Christian Abt andererseits. Ja. Der links am Auto steht und Bieler steht rechts. So, und dann der ganze Rest des Feldes war eigentlich ein schönes Jahr, war auch das beste Jahr. Da hinten steht der Aiello, Peugeot noch, den ich da sehe, und vieles andere mehr. Das war eigentlich noch ein richtig gutes, ereignisreiches Jahr mit vielen Marken und vielen Fahrern. Und das war auch das letzte schöne STW-Jahr. 99 ging es dann langsam aber sicher abwärts, ohne Fernsehübertragung, gescheite. RTL ist ausgestiegen und 2000 war dann irgendwann Sensemann. Ja, wie alles, was mal irgendwann ein Ende findet. Ne? Leider. Ja, und das war Poldis Abschied. Beim letzten Rennen haben wir im Fahrerlager, glaube ich, beim BSK im Zelt oder irgendwo ein großes Fest gehabt, ihn verabschiedet. Kalli Hofstadt und ich haben das damals moderiert und war viel Halligalli bei der Verabschiedung. Es wurden viele Schoten erzählt, natürlich aus seiner Zeit, wie das immer so ist. Und später gab es dann auch noch die Abschiedsparty bei BMW.
im Pavillon in München. BMW hatte mich damals eingeladen, den Abschied zu kommentieren. Es war eine ziemlich chaotische Veranstaltung. Ziemlich chaotisch alles, weil alle Freunde von Poldi natürlich da waren und jeder da nun losgelegt hat und was zum Besten gegeben hat. Also von Seriosität konnte an dem Abend keine Rede mehr sein. Es war aber so ganz in meinem Sinne, weil ich liebe ja solche Veranstaltungen, die völlig aus dem Ruder laufen, wo nur noch gelacht wird. Ja, so es ist halt so. Ja, das ist der Abschied. Hier zeigt er nochmal seinen Helm. Und das war ein Abschied im wahrsten Sinne mit Lächeln. Blick zurück auf eine unglaublich tolle Karriere im Rennsport, die irgendwo in den frühen 60ern angefangen hat und dann 1998 ein Ende gefunden hat. Ein gutes Ende. Er hat sich nicht verletzt, er hat sich kaum wehgetan. Und da sind wir mal froh drüber. Ja. Bis auf den Nürburgring-Knaller hat er eigentlich so gut wie nie eine Verletzung gehabt. Ich glaube, das war auch sein schwerster Unfall. Nee, einen harten Crash hat er doch gehabt, wo doch seine Wirbelsäule so gestaucht ist, wo er seine ganzen Hosen kürzen musste. Davon weiß ich jetzt komischerweise nichts. Er sagte auch bei mir im Podcast, jetzt überlege ich gerade, wo der Crash war. Egal. Okay, irgendwo im Ausland. Ja, jetzt kommen wir wieder mal standesgemäß zu den Auftritten, die Poldi in die Wiege gelegt sind. Ja. Hier haben wir jetzt zum Beispiel seinen 60. Geburtstag. Der ist am Tegernsee gefeiert worden, im Hotel Überfahrt. Da kam sogar der König aus Schweden. König Karl Gustav, links seine Frau Silvia, die er 1972 bei der Olympiade kennengelernt hat in München. Dass die zu Poldis Geburtstag kommen, hat einen guten Grund, denn der Poldi wiederum ist Patenonkel ist Patenonkel von mindestens einem der Schwedenkinder. Ja, genau, das hat er mir auch erzählt, ja, genau. Ja. Ich glaube vom Philipp, wenn mich nicht alles täuscht, der auch hier mit im Bild ist. Ja. Das ist also der 60. Geburtstag. Ganz links übrigens haben wir die Frau von Poldi. Und es war ein Riesenfest mit, ich glaube, 200 oder 300 Gästen. Das hat er zum 70. nicht nochmal gemacht. Da hat er mir gesagt, also diesmal haben wir es klein gehalten, weil es waren so viele beleidigt, dass sie nicht eingeladen waren zum 60., dass ich jetzt gar niemand mehr eingeladen habe. Ich glaube, den 80. feiert er nochmal groß, aber mehrfach, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, also ich habe auch eine Einladung bekommen, musste leider absagen, weil ich da an diesem Tag einfach, ich habe einen anderen Termin, das geht nicht. Leider, aber dafür mache ich ihm den Podcast und ich hoffe, er ist damit auch glücklich und zufrieden. Das ist dann mein Geburtstagsgeschenk an ihn. Wird er schon sein. Ja, ich hätte auch da irgendwie Laudatio halten sollen, aber ich kann einfach nicht an dem Tag, es geht nicht. Tut mir sehr leid, aber ich halte ihm die gerne noch persönlich, wenn er will. Beim nächsten Mal. Machen wir ja hier heute. Ja, hier und heute. Ja. So, hier haben wir nochmal ein Bild auch von dieser Veranstaltung, die wir gerade angesprochen haben. Das ist der Karl August, oder wie er heißt. Heißt der Karl August? Ernst August. Ernst August. Weißt du nicht, Ernst ja gut, ich kenne mich ja mit den Honorationen da nicht so gut aus. Also Ernst August. Der Prügelprinz, oder? Darf man das noch sagen? August. Bildzeitung hat immer August geschrieben, mit H vorne dran. Ja, und die Caroline von Monaco, das ist seine Frau gewesen, glaube ich. Ja. Das scheint wohl vorbei. Ist vorbei, ich weiß es nicht, aber wird wohl so sein. Ich lese ja keine bunte Presse und diese Dinge. Also ich bin da mit den Königshäusern nicht so fit. Hätten wir vielleicht mal machen sollen in Vorbereitung, aber nein, ist vielleicht auch nicht so. Das fällt mir noch. Und Poldi freut sich natürlich sehr. Und ist bester Laune und hat sein Geburtstagskränzchen da umhängen. Wunderbar. Gut, das ist jetzt dieses Bild hier. Das ist der Auftakt wie soll ich sagen, das ist der Auftakt von 4 Bildern, die Poldi mit 4 verschiedenen Outfits zeigen. Wie man ihn sehen kann, gesehen hat, und vielleicht auch zwischendurch nochmal sehen wird, allerdings dann ohne das Outfit als Rennfahrer. Ja. Also das hier ist nun die schicke bayerische Tracht. Da sitzt er mal irgendwo am Tisch, trinkt sein Bierchen, isst gerade was und das ist Poldi auf bayerisch. Das ist Poldi privat, leger und locker. Ja, stimmt. Garten seines Anwesens am Tegernsee, glaube ich, ist das Ganze. Ne? Du warst doch schon da. Am Starnberger See. Am Starnberger See. Ja, genau. Starnberger See, richtig. Starnberger See. Ja. Ja, so. Und dann haben wir Poldi nochmal als Rennfahrer, so wie er damals eben ausgesehen hat, im Rennoverall, im Dicken und langhaarig. Und das war der Rennfahrer Poldi. Und hier haben wir ihn in Amtstracht
Oh ja. Staatstracht, würdevoll, Im Cut. staatstragend als Repräsentant des Königshauses im offiziellen Ornat. So geht es dann zu offiziellen Feiern, Thronjubiläen, Beerdigungen und was weiß ich all. Und ich glaube, das sind die Auftritte, die er absolviert, sage ich mal. Mhm. Die anderen Auftritte als Freund, als Rennfahrer und als Blödsinnmacher, die absolviert er mit größter Freude, sagen wir mal so. Ja, das ist ja schon am Gesichtsausdruck. Das ist schon am Gesichtsausdruck. Ja, diese zwei Herzen in seiner Brust. Ne? Also einmal. Hier hast du ihn jetzt da, was sich am wohlsten fühlt. Ne? Im Verbund mit seinem Freund Stuck. Ja. Die beiden sind übrigens keine aktiven Rennfahrer mehr, sondern jeder für sich ein Markenbotschafter. Der Poldi, der ist seit Menschengedenken nun BMW-Botschafter und wird es bleiben bis zum Ende aller Tage. Von BMW hochgeschätzt und immer gern eingesetzt. Und der Heinz-Joachim Stuck ist nach seiner Zeit VW-Botschafter geworden, nach seiner aktiven Zeit. Das schließt Porsche ein, das schließt Audi mit ein. Und der macht da auch einen guten Job, war zwischendurch dann nochmal DMSB-Präsident. Die beiden jedenfalls verstehen sich auch in ihrer Nachrennfahrerzeit bestens und schwelgen in Erinnerung, wann immer sie sich sehen. Ja. Hier Poldi nochmal, natürlich, das gehört nicht mehr zu seiner aktiven Zeit, diese Tourenwagen Classics 2022 zum Beispiel beim Oldtimer Grand Prix. Ja. Das ist für ihn einfach nur Jux und Dollerei. Das hat mit einer eigentlichen Rennfahrerkarriere als Fortsetzung gar nichts mehr zu tun. Das ist Spaß. Das gilt für den Harald Groß, das gilt für den Chris Nissen, für alle, die da mitgemacht haben, für den Olaf Manthey und wie sie alle heißen. Da steht die ganze Bande von Altrennfahrern mit dem Olaf Manthey, mit dem Harald, mit dem Poldi und dem Organisator der Tourenwagen Classics, dem Ralf Bahr, die alle zusammen natürlich irgendwo das Herz dieser Tourenwagen Classic waren. Die gibt es in dieser Form nicht mehr, die Tourenwagen Classics. Die heißt jetzt Golden Era, glaube ich. Und es hat sich auch alles aufgespalten. Und die eine Hälfte ist Tourenwagen Legenden, die andere Hälfte ist Golden Era und die dritte Hälfte ist DTM Classics und die vierte Hälfte ist was weiß ich. Und ein paar bleiben auch noch zu Hause sitzen und fahren gar nichts mehr. Ja. War mal schön, ja. Aber nun ja. Aber weißt du was, Rainer? Ich finde ja diese Golden Era, da fahren die ja so Einzelrennen. Das ist ja keine Serie mehr. Und ich freue mich einfach immer nur, wenn ich diese Herren noch an der Rennstrecke sehe in ihren alten Wagen. Ja. Ist mir eigentlich gerade wurscht, wie die Serie drumherum heißt. Ich freue mich immer, wenn man die sieht. Weißt du, das ist ja das Tolle daran. Und da freuen sich auch die Fans, die zuhauf in dieses Zelt hier gestürmt sind am Nürburgring zu einer Autogrammsitzung der Altrennfahrer. Da sehen wir also den Poldi hinten im weißen Overall. Ja. Wir sehen den Alfred Heger ein Stück weiter. Wir sehen den Chris Nissen. Wir sehen den Klaus Nitzwitz, den Olaf Manthey. Die schreiben alle fröhlich Autogramme. Ich dürfte da auch mal mitmachen. Ich habe mich da einfach mit reingezogen. Ja. Ich verstehe mich da aber jetzt nicht als Altrennfahrer, sondern, was weiß ich, irgendwie bin ich dazu gerutscht. Ja, sehr bescheiden. Aber du gehörst da schon hin. Das hier ist eine Pressekonferenz in Graz für Red Bull. Und da sehen wir den Poldi und den BMW CSL und wir sehen, ich habe jetzt dieses Bild hier nicht genau, das ist mir jetzt verrutscht. Ich glaube, ist da der Helmut Marko mit drauf? Da ist der Helmut Marko mit drauf und das Event war ja jetzt gerade am vergangenen Wochenende. Richtig. Die Red Bull Ring Classics. Das ist auch eine tolle Veranstaltung. Ich würde sagen, das gehört zu Red Bull Ring Classics. Genau. Und der Poldi und der Helmut Marko haben das promotet. Und Poldi ist da mit einem BMW CSL gefahren, der mit alternativen Treibstoffen gerannt ist. Ja. Bio-Treibstoff und was weiß ich. Jedenfalls allein der CSL, in dem wieder drin zu sitzen, war für den natürlich, für den Poldi eine tolle Geschichte. Und ein sehr, sehr zutreffenden Kommentar gibt es vom Helmut Marko dazu, der bei dieser PK, bei dieser Pressekonferenz ja mit anwesend war und der gesagt hat, ein Blick in dieses Auto und du weißt, das war Real Racing. Das war noch richtiges Racing, wo du noch schalten musstest mit der Hand, ja, wo du noch keine ABS-Verstärkung hattest, wo du einfach noch mit dem starken Bein auf die Bremse treten musstest, wo du keine Fahrhilfen, keine Servolenkung. Kein gar nichts. Du musstest einfach racen mit allem, was du hattest an Kraft.
Ja. Und, der Helmut hat ja auch diese Zeit miterlebt. Das ist ja für ihn nichts Neues. Der hat, was den Tourenwagen betrifft, den Capria S gefahren und da weißt du, was da los ist. Gell? Da ging es auch ebenso zu wie im BMW CSL. Das waren ja direkte Gegner auch, ne? Ja. Capria S und BMW CSL. Und der Helmut wusste da schon, wovon er redet. Ne? Ja, heute wird dir das relativ leicht gemacht, aber dafür musst du dein Lenkrad lernen. Ja. Wie gesehen, was da alles drauf ist. Und da warst du 3 Tage Studium, bis du das drin hast. Ne? Ja, vergiss es. Ja. Und wir sehen hier dann als letztes Bild, als vorletztes Bild, sehen wir einen BMW M1 von 1981. Und der ist in der Besetzung, das ist das sogenannte Wirtshaus BMW M1. Ja. Weil da die Münchner Wirte Werbung drauf gemacht haben. Und die 3 stehen in München zum Fototermin 1981. Das Bild stammt von 81, wohlgemerkt. Ja? Ja. Wir sehen vorne Peter Oberndorfer. Ja. Poldi links, alle in Tracht übrigens, und aus dem Auto rausguckt Christian Danner. Ja. Die 3 sind 1981 damit die 24 Stunden von Le Mans gefahren. Ja. 1981. Sie sind aber nicht angekommen, sind relativ früh ausgeschieden. Ich glaube, es gab einen Schaden am Antrieb, wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls, BMW hat Poldi ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Nämlich mit diesem Auto in der gleichen Besetzung Danner, Oberndorfer, Poldi das diesjährige Le Mans Classic in Angriff zu nehmen. Und zwar ist das, glaube ich, am 1. Juli-Wochenende. Genau, ja. So, und das ist für mich eine Riesennummer. Ja. Dass die 3 nochmal, es sind 45 Jahre später zusammenfinden und nochmal mit diesem Auto in Le Mans antreten bei den Klassikern. Toll, oder? Da geht dir das Herz auf. Ja, muss ich auch sagen. Genau in der gleichen Lackierung, gell? Ja, naja, die haben ja, das ist ja handbemalt von dem Walter Maurer übrigens, der auch die Art. Ich weiß, ja, der hat ja die ganzen BMW-Bemalungen gemacht. Genau, jetzt haben sie, glaube ich, eine Doublette, wurde mir gesagt, von BMW Classic, sagen die auch ganz offen, kommunizieren die auch, dass sie das Original ist einfach zu wertvoll und die wollen ja auch richtig Racing bieten und die wollen auch richtig Gas geben und deswegen haben sie das Auto nachgebaut. Aber das ist ein Nachbau, wollte ich gerade noch sagen, also es ist nicht das Original, aber es ist das Auto, mit dem, also ja, von der Form her und von allem, mit dem wurde vor gut 40 Jahren schon mal Le Mans bestritten. Und eine tolle Aktion von BMW. Und weißt du was? Ich bin sogar da bei dem Rennen und nehme da ein bisschen was auf und habe eine Kamera in dem Auto und filme da was und mache vielleicht, ich hoffe, das klappt zeitlich, dass wir auch einen Podcast machen mit den 3 und reden nochmal über 81. Und weißt du übrigens, wer 1981 Teamchef war? 81 Dieter Stappert? Nee, der Dr. Marco. Helmut Marko war damals Teamchef bei diesem Einsatz. Nee. Ja, das hat er gesagt bei der Pressekonferenz am Red Bull Ring. Da habe ich das gelesen. Das gibt's nicht, oder? Ist das gut. Gut. Der war damals der Teamchef. Ich glaube nicht, dass er jetzt dabei sein wird, aber naja, vielleicht. Das glaube ich allerdings auch nicht. Das wäre der Hammer, wenn der nochmal sich aufraffen würde, dahin zu gehen. Gell? Ja, mal gucken. Aber das ist lustig. Also das haben die da gesagt und der Marco war Teamchef da und Einsatzleiter. Na. Ja, da hat er schon seine Knute geschwungen damals als Teamchef von RSM. Ja, gucken wir mal an. Also da bin ich gespannt, was die 3 Herren erzählen werden über den Einsatz und wie das war und wie sie ausgefallen sind. Aber ich glaube, der Christian Danner ist ja gar nicht so ein großer Le Mans-Fan, hat er mir mal gesagt. Er findet die Rennstrecke nicht so attraktiv, aber ich finde, Le Mans hat einen ganz besonderen Reiz. Haben wir jetzt wieder gesehen am Wochenende. Also ich drücke denen die Daumen, dass das was wird bei der Klassik in Le Mans und ich finde es eine tolle Idee und BMW hat da einen irren guten Einfall gehabt. Ja. Also als Schlussbild hätte ich noch das hier, das hat mir mal ein Fan geschickt. Gut, das ist aber gut. Da steht irgendwas drauf, ich kann es zwar jetzt Some nicht mehr... things never change. Einige Dinge ändern sich nie. Ja, es ist wunderbar. Es ist ein Bild von 1969 von Poldi und mir. Ja. Es ist bei irgendeinem Bergrennen aufgenommen, wo er Mini fuhr und ich Formel V noch am Berg und das ist hier nun 2022 am Norrisring entstanden. Unten das Bild ist mir ein bisschen unter die Haut gegangen. Wenn ich das so sehe, kann ich nur sagen, war verdammt gute Zeit. Das sind 70, 50, das sind 53 Jahre dazwischen. 53 Jahre. Ja, 53 Jahre. Toll, das ist schon eine gewaltige Strecke und wenn ich mir überlege, was wir gemeinsam erlebt haben, kannst du ein dickes Buch drüber schreiben. Ja. Ja, und jetzt sind wir beide 80 und drüber. Und
ja, wir sehen sicherlich alles jetzt mit anderen Augen, aber haben immer noch unsere Freude an allem, was Pompo macht. So sieht's aus. Eins habt ihr, glaube ich, gemeinsam, das hat mir Poldi gesagt, auch am Ende vom Podcast, er hat gesagt, die Zeit ist ihm zu schnell vergangen. Ja, absolut. Man hat sie genossen, aber es ist viel zu schnell durchgegangen alles. Ja. Und wenn du heute jetzt nochmal nachdenkst, sagst du dir, Mensch, ich würde was drum geben, wenn ich es nochmal erleben könnte. Wenigstens eines dieser wunderbaren Jahre bewusst nochmal aufsaugen. Ja. Das war eine schnelllebige Zeit dort, damals. Ja, klar, du hast das alles als normal hingenommen, dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und Spaß und Jokus und Juhu und das hat alles dazugehört. Und heute sagst du dir, mein Gott, wenn es nur ein Jahr nochmal zurückkäme, dass du das nochmal erleben könntest, mit all denen, die dich damals umgeben haben, die zum Teil ja gar nicht mehr da sind. Ja. Das ist schon, ich bin für jeden dankbar, der noch hier ist, mit dem man reden kann, noch telefonieren kann, sich treffen kann. Und natürlich wird dann geschwelgt in diesen Zeiten, ist ja klar. Ne? Ja. Es fängt immer mit dem gleichen Wortlaut an, weißt du noch. Kannst du dich noch erinnern? Das ist übrigens auch wäre auch eine gute letzte Frage für mich, anstatt die 50-Liter-Frage. In welches Jahr würdest du dich nochmal zurückbeamen lassen, wenn du eine Zeitmaschine hättest? Ja. In die 70er. Die 70er waren die lockersten, die fröhlichsten, die unbeschwertesten. Da ging alles. Absolut. Sagen wir von 1970 bis 1980. Ja. Die Zeit danach war auch schön, zweifellos, auch locker. Aber die 70er waren die besten. Da haben wir den meisten Spaß gehabt, mit Abstand. Da konntest du alles machen, da gab es keinerlei Grenzen. Ist halt so. Ich bin froh und dankbar, da ich die Zeit erlebt habe. Ich genieße auch die heutige, so ist das nicht. Ja. Die ganzen Innovationen, die Technik, alles ist ja nun perfekt und supi. Das guckst du dir an und wunderst dich und genießt es natürlich auch und all die Vorteile, die es mit sich bringt. Mhm. Aber diese Zeit, die ich erlebt habe mit Poldi und Co., die ist unwiederbringlich, die kommt nie mehr wieder. Mhm. Da sorgen schon gewisse politische Strömungen dafür. Ja, das stimmt. Das ist. Ja, ich will mich da nicht in Einzelheiten ergehen. Nein, das lassen wir mal lieber. Ja, schade. Also ich bin in den auslaufenden 70ern erst geboren, von daher kann ich da leider nicht mitreden. Aber die Fotos, die zaubern einem jedes Mal eine Gänsehaut auf die Arme. Ja, das ist auch heute noch so, wenn ich das jetzt mit dir mache, da werde ich manchmal immer ganz nachdenklich. Aber ich freue mich, dass wir das nochmal alles aufleben lassen können und zumindest die älteren Semester freuen sich wahrscheinlich auch darüber und die Jüngeren, die werden nur noch staunen und sich fragen und sagen, warum haben wir das eigentlich nicht erleben können. So ungefähr stelle ich mir das vor. So in der Art wird das auch sein, glaube ich, ganz sicher. Und ein paar wird es geben, die werden sagen, die sind völlig bekloppt alle und braucht man nicht und egal. Alkohol haben sie auch getrunken und geraucht, die Verrückten. Ja, alles. Ich möchte zum Schluss noch ein persönliches Wort an Poldi richten und sagen, mein lieber Poldi, alles Liebe zum Geburtstag, bleib mir vor allem gesund, behalte deinen grenzenlos guten Humor und bleib uns noch lange erhalten und ich hoffe, wir können uns noch sehr oft sehen und sehr oft schwelgen in dem, was wir gemeinsam erlebt haben. Alles Gute für dich, mein Lieber. Poldi, da schließe ich mich gerne an. Wir haben uns jetzt ja ausführlich kennengelernt bei dem langen Podcast. Ich bin ganz dankbar, dass du das mit mir gemacht hast, nachdem ich wirklich jahrelang drum gekämpft habe, dass wir es endlich machen können. Und es hat ganz viel Spaß gemacht. Und dieses Leben ist wirklich einmalig. Eben auch diese zweigeteilte Sache. Einmal natürlich seine königliche Hoheit und dann auf der anderen Seite der Poldi, ne? Also mit allen Verpflichtungen, die er hat und mit allen Ehrenämtern, die er hat und trotzdem dann diesen Spaß im Motorsport nicht zu verlieren und das Risiko und ein wirklich besonderes Leben, ganz besondere Karriere und beneidenswert, was er alles erlebt hat, was er erleben durfte und Poldi bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns noch an der Rennstrecke. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Le Mans Classic und da reden wir noch mal in Ruhe und vielleicht trinken wir noch einen nach dem Rennen. So ist es. Und ich möchte dir sagen, bevor wir uns jetzt hier ausklingen, da ich mir Gedanken mache über eine neue Serie, die wir hier aufmachen, demnächst. Lass dich mal überraschen. Und okay, mache ich. Tue ja auch. Ja. Ich denke mal, das ist wieder etwas, was uns auch in diese Zeit führt, in diese alte, schöne, unbeschwerte Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwo von den Zuschauern honoriert wird, was wir da machen in Zukunft und dir sage ich das nachher, was es ist. Die anderen kriegen es als Überraschung serviert. Ich bin gespannt. Okay. Ich freue mich. Am Reden vorher hat man gesehen, wir müssen uns einfach häufiger wieder verabreden. Wir haben so viel Druck gehabt, über was wir reden müssen. Und mir ist noch eine Sache eingefallen, an den müssten wir eigentlich auch noch denken. Und das ist der Alfred Nöll.
Oh ja, meine Güte. Wieder einer weniger. Auch unser lieber Alfred Nöll, ein begnadeter Motorsportfilmer bei der ARD, hat in der Sportschau über 200, 300 Beiträge platziert im Laufe der Jahre, hat die ganze Rallye-WM begleitet, den Walter Röhrl und den Jochen Berger seiner Zeit in der Frühzeit der Anfänge von Walter bei Opel, hat viele Rennen am Nürburgring aufnehmen lassen, selbst aufgenommen als Kameramann, hat die Motorradkuriere auf den skurrilsten Wegen nach Köln geschickt, damit der Beitrag zur rechten Zeit in der Sportschau ankommt. Und vor allem, was ihn weltberühmt gemacht hat, ist der Vater des 7. Sinns, der immer einmal die Woche am Ende der Tagesschau gelaufen ist mit zum Teil, also es ging um die Verkehrssicherheit. Er hat aufgezeigt, wie man den Verkehr sicherer machen kann, wie man sicherer Auto fährt, Motorrad fährt, Fahrrad fährt. Hat aber da auch natürlich, was zu dieser Zeit ging, Beiträge über die Frau am Steuer gehabt, die heute mit Begeisterung und Kichern gesehen werden bei YouTube und die heute, ansonsten, wenn sie gesendet würden, als Tatsache ein Sturm der Entrüstung auslösen. Wahrscheinlich schon. Du musst dir mal die Beiträge von Alfred Nöll angucken, 7. Sinn, Frau am Steuer. Gib mal bei YouTube ein aus Jux, 7. Sinn, Frau am Steuer. Du legst dich platt, sage ich dir. Ich weiß. Es ist herrlich. Großartig, ja. Unser Alfred Nöll, mit dem ich bis zum Schluss Kontakt hatte, wir waren verabredet für die übernächste Woche. Da wollte ich bei ihm im Bildkarton mal ein bisschen rumsuchen. Ich wollte eine große Geschichte über ihn machen, anlässlich seines 90. vor 2 Monaten. Wir haben uns noch vor 4 Wochen getroffen zum Geburtstag eines lieben gemeinsamen Freundes, des Meister Hess von Kraftwalzen, der 83 oder 84 geworden ist. Da saß er mit am Tisch und hat mir gesagt, du, ich habe jetzt einen Fahrer mitgebracht, ich sehe fast nichts mehr, ich kann immer Auto fahren, aber ansonsten versuche ich mich aus den Folgen von Corona zu erholen. Der hatte schlimme Corona-Infektion, lag im Krankenhaus, ging auf Spitz und Knopf, hat sich langsam wieder erholt, aber es gab halt noch Spätfolgen, wie das ja offensichtlich häufiger der Fall sein soll. Und jetzt ist er einfach eingeschlafen. Augen zu, Hände aus, still, leise, auf Wiedersehen. Es ist ein schöner Tod. Keine Schmerzen mehr, kein Pflegeheim, kein Krankenhaus, zu Hause eingeschlafen, für immer mit 90 Jahren und 2 Monaten. Toll. Und weißt du was, ich bin froh, dass ich ihn noch besucht habe. Den Kontakt hast du auch hergestellt. Ja. Und dass ich noch bei ihm sein durfte, das ist aber auch schon, glaube ich, 2 Jahre her. Also das war vor Corona, glaube ich. Er war begeisterter Stammtischbesucher in Köln beim Rallye-Stammtisch. Okay. Hat immer noch viele Freunde um sich beschart. Und sein 7. Sinn ist übrigens nach China transportiert worden. Und dort werden alle 1700 Folgen der Reihe nach aufgeführt. Stell dir das mal vor, im chinesischen Fernsehen. Unglaublich. Ja, also das ist ein Welterfolg gewesen, der 7. Sinn. Ja. Ist eingestellt worden, ich glaube, 2000, nagel mich nicht fest. Kann das sein? 2007 rum. Oder 2005 oder 2007. Er hat also bis zum Schluss damit gehadert. Das hat er mir gegenüber geäußert, zumindest. Ja. Nun ja, also das haben wir jetzt auch noch gemacht. Ja, jetzt haben wir genug. Also jetzt war das ein bunter Mix an Themen heute. Poldi möge es uns verzeihen, dass wir ein bisschen mehr zu bereden. Ich glaube, dass wir eine Rekordzeit an Aufnahme hier absolviert haben. Schon eine ganze Zeit gemacht, oder? Ja. Hoffentlich wird es den Zuhörern nicht langweilig, dass es zu lang dauert. Gell? Ja, ich glaube, sie halten es aus. Gut, also. Rainer, vielen Dank. Kannst ja ein bisschen kürzen noch, wenn du willst. Na, ich kürze hier nichts. Das wird alles gesendet. Die Leute wollen das alles genauso lang haben, wie wir das machen. Na gut. Wir wollen dir nichts vorher. Also dann, bis demnächst. Also, wir verabreden uns noch per Telefon, was wir dann machen, und dann beginnt eine neue Serie. Ich freue mich drauf. Machen wir. Ja, mit mindestens 20 Folgen. Rainer, da bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Ja. Okay? Mach's gut. Ciao, mein Lieber. Tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de